Und jetzt schauen wir noch mal ins unterfränkische Großwallstadt. Dort ist bei einem Kirchfest ein Mann mit dem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Ein 10-jähriges Mädchen, 2 Frauen und auch 2 Männer wurden dabei verletzt. Der Autofahrer selbst musste reanimiert werden. Laut Polizei sieht es momentan danach aus, dass es eben keine Absicht war. Möglicherweise handelt es sich um einen medizinischen Notfall. Der Verdacht, dass der Mann aus Wut aufs Gaspedal drückte, weil er wegen der Veranstaltung eben nicht weiterfahren konnte, ist aber wohl auch noch nicht endgültig ausgeräumt. Das Fest musste vorzeitig beendet werden. Fragen wir nach bei Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium Unterfranken. Schönen guten Tag, Herr Hümmer. Was können Sie uns zum jetzigen Zeitpunkt zum Hintergrund sagen? Ist tatsächlich auszuschließen, dass der Mann absichtlich in diese Gruppe fuhr? Ja, also die Tendenz geht momentan ganz klar in Richtung medizinischer Notfall. Der Mann, der 58-Jährige, der musste nach diesem Geschehnis auch noch vor Ort durch eine unserer Streifen und auch durch dann den Notarzt reanimiert werden. Der Mann ist immer noch im Krankenhaus und ist auch noch nicht vernehmungsfähig. Er ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Und wir können natürlich deshalb, auch weil er noch nicht vernehmungsfähig ist, noch nicht zu 100% ausschließen, dass möglicherweise der Unfall an sich möglicherweise doch vorsätzlich begangen worden ist. Aber wie bereits gerade angesprochen, die Tendenz geht ganz klar in Richtung medizinischer Notfall. Weiß man denn inzwischen, ob er diesen Herzinfarkt tatsächlich während der Fahrt bzw. während vor dieses Unfalls hatte oder ob er ihn tatsächlich nach dem Unfall als Folge des Unfalls hatte? Nein, das steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Mann ist noch in Behandlung. Wir haben auch einen Sachverständigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit vor Ort gehabt, der auch ein Gutachten erstellen wird. Es wird natürlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und die Ermittlungen unserer Kriminalpolizei, die jetzt auch mit eingebunden worden ist, die laufen jetzt auf Hochtouren. Es werden auch noch Vernehmungen durchgeführt. Und wir hoffen natürlich auch noch auf Hinweise aus der Bevölkerung, die möglicherweise diesen Unfall oder auch die Geschehnisse kurz vor dem Unfall beobachten konnten. Da hoffen wir auch darauf, dass diese Zeugen sich auch bei uns, bei der Kriminalpolizei in Aschaffenburg melden. Es wurden ja auch mehrere Menschen verletzt. Was können Sie uns zum Zustand dieser Menschen sagen? Es soll ja auch ein kleines Mädchen darunter gewesen sein. Es wurden insgesamt aus dieser Fußgängergruppe 5 Personen leicht verletzt, glücklicherweise nur leicht verletzt. Die konnten nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst auch wieder nach Hause entlassen worden werden direkt. Es war ein 10-jähriges Mädchen darunter, was ja, einen Schock erlitten hat. Und wir hatten auch ein Kriseninterventionsteam vom Bayerischen Roten Kreuz mit vor Ort, die sich dann um die Zeugen dieses Unfalls auch gekümmert haben. Ich danke Ihnen sehr für diese ganz aktuellen Infos. Sehr gerne.